Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch selbst eine automatische Braustation bauen könnt, damit ihr auch den Trick nutzen könnt, um euer Alchemie-Level zu erhöhen, welchen ich euch vor kurzem gezeigt habe. Doch zunächst habt ihr wieder die Möglichkeit 250.000 Coins zu gewinnen, wenn ihr euren Ingame-Namen in die Kommentare schreibt, das Video liked und Abonnent des Kanals seid. Der Gewinner wird dann am Sonntag ausgelost. Den Gewinner des letzten Giveaways findet ihr in der Videobeschreibung. Doch zurück zum Baututorial. Ich werde euch den Aufbau für eine 3 Block breite Braustation zeigen. Natürlich könnt ihr sie auch breiter bauen, wenn ihr wollt. Zunächst baut ihr 3 Kisten direkt nebeneinander, indem ihr normale Kisten und Redstone-Kisten abwechselnd platziert. Anschließend platziert ihr Trichter hinter den Kisten. Danach baut ihr mit den Trichtern so eine treppenartige Konstruktion mit insgesamt 5 Trichtern. Dafür müsst ihr Blöcke verwenden, da man auf Hypixel nicht direkt die Trichter an die Braustationen bauen kann. Daraufhin baut ihr auf die 4 unteren Trichterreihen eure Braustände. Auf die letzte Trichterreihe werden nun Kisten platziert, da dort später die Wasserflaschen gelagert werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein größeres Lagersystem für die Wasserflaschen bauen, damit ihr sie seltener nachfüllen müsst. Über das Lagersystem könnt ihr auch noch einen Pool bauen, damit ihr mit einem vollen Inventar dort Wasserflaschen abfüllen könnt und diese dann direkt über die Trichter in die Kisten geleitet werden, ohne dass ihr jede Flasche einzeln in die Kiste legen müsst. Ein Block unter den Trichtern baut ihr nun mit einem soliden Block wieder eine Treppenkonstruktion. Auf die im letzten Schritt gebaute Treppe aus soliden Blöcken baut ihr nun Redstone Repeater, welche in Richtung der Trichter zeigen. Die letzte Reihe bleibt aber frei von Repeatern. Um die Repeater auch in der Mitte richtig setzen zu können, müsst ihr vielleicht nochmal ein paar Blöcke von der Treppenkonstruktion entfernen. Nun müsst ihr nur noch bei den Repeatern das richtige Delay einstellen. In den unteren Reihen klickt ihr 3-mal auf jeden Repeater, in der nächsten 2-mal, in der dritten Reihe einmal und in der letzten Repeater-Reihe lasst ihr das Delay wie es ist. Nun platziert ihr noch an jedem Block, auf dem ein Repeater ist, eine Redstone-Fackel, damit dieses Muster entsteht. An den vorderen 3 Kisten könnt ihr nun noch Braustände mit Trichtern anschließen, um dort später die Tränke herauszunehmen, um Alchemie XP zu bekommen. Nun kommen wir zur Redstone-Schaltung. Dafür baut ihr zunächst wieder mit soliden Blöcken am unteren Ende der Treppenkonstruktion diesen Abschnitt. An der Rückseite werden hier nun wieder Redstone-Fackeln platziert und zu den Blöcken, an denen die Redstone-Fackeln hängen, baut ihr nun Redstone-Repeater. Hinter den Repeatern wird nun eine Redstone-Leitung verlegt, welche durch einen Hebel aktiviert und deaktiviert werden kann. Der Hebel dient dazu, um die Braustation ein- und auszuschalten, denn wenn ihr eure Insel verlasst, während die Braustation noch eingeschaltet ist, kann es passieren, dass die Tränke nicht richtig gebraut werden, wenn ihr wieder auf eure Insel geht. In der Nähe der Redstone-Leitung baut ihr nun 2 Paar Trichter, welche wie dargestellt ineinander zeigen. Über die Trichter baut ihr nun Blöcke und neben den Trichtern baut ihr 4 Redstone Comparator, wie dargestellt. In das hintere Trichterpaar packt ihr nun ein einzelnes Item und in das Trichterpaar, welches näher bei den Bauständen steht, packt ihr einen ganzen Item-Stack. Vor den Comparatoren baut ihr nun 2 Redstone-Fackeln. An eine Fackel baut ihr nun eine Redstone-Leitung, welche zu der anderen Leitung unter den Bauständen führt. Damit sind wir auch schon fertig mit dem Aufbau. Nun könnt ihr den Hebel ausschalten, dass die Redstone-Leitung nur noch durch die Fackel gepowert wird, wenn sie aktiviert wird. Danach könnt ihr Wasserflaschen in die Kisten oben füllen. In den obersten Braustand kommen dann Netherwarzen. In den folgenden Braustand kommt das jeweilige Item für den Trank, den ihr brauen wollt. Da ich Speed 3 Tränke brauen möchte, packe ich jetzt hier Enchanted Sugar hinein. In die anderen 2 Braustände könnt ihr noch die Pulver wie Redstone, Glowstone oder Gunpowder oder deren enchantete Form packen, um den Trankeffekt zu verstärken, zu verlängern oder um werfbare Tränke zu erhalten. Da ich jedoch nur mein Alchemie-Level erhöhen will, verwende ich keins der Pulver, um die Speed-Tränke zu verbessern. Das soll es auch schon mit dem Baututorial gewesen sein. Wenn es euch zu schnell war, könnt ihr auch meine Insel besuchen, um euch dort den Aufbau in Ruhe anzusehen. Dafür müsst ihr einfach nur auf das Teleport zum Wolleland gehen und dort seht ihr auch schon die fertige Braustation. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao.